Wir sind hier im Bürohaus A in Esslingen und wir stehen in der Cafeteria. Dort wird, wie man sieht, unsere Akustikwand gebaut, die zusammen mit Forschenden der ETH und mit der Firma Erne erstmal geplant wurde, entwickelt wurde, das Konzept erstellt wurde. Die Wand, die wir dann sehen, wenn sie fertig ist, besteht aus über 3.500 Klötzern aus Weißtanne, aus Holz. Um so eine komplexe Wand planen zu können, braucht es ein parametrisches Grundmodell, das heißt, es ist ein computerbasiertes Entwurfsmodell. Das bedeutet, man hat mehrere Variablen in der Wand, die man justieren kann. Also jetzt sieht man hier zwei Klötze, die in der Wand verbaut sind. Für die Akustik relevant ist der Versprung der Klötze nach vorne. Und das ist eine Variable, die sich für jeden Klotz ändert. Dann eine zweite Variable ist die Rotation von diesem Klotz, wo wir jetzt hier schön sehen können, eigentlich da ändert sich die Schattenwirkung von diesen Klötzen. Und das können wir dann zum Beispiel nutzen, um ein Bild in die Wand zu projizieren. Architekten können in Zukunft den Raum genauso gestalten, wie sie wollen, von der Form. Und wir können dann hingehen und sagen, wir schauen, was wir mit diesen Formen, wie wir diese Formen so verfeinern, dass sie eine gute Akustik für den Raum sicherstellen. Das Geheimnis der neuen Methode besteht darin, dass wir die Möglichkeit haben, verschiedene Wandstrukturen und Oberflächengeometrien dreidimensional im Simulationsprogramm abzubilden und gleichzeitig zu gucken, was bringt das Ganze raumakustisch. Die Bälle, die man hier sieht, die zeigen, wie sich das diffuse Schallfeld im Raum ausbreitet. Man sieht anhand der Verteilung dieser Bällchen, wo sich die Schallenergie bündelt im Raum und wo es akustisch tote Räume oder Ecken gibt. Das magische Wort bei der ganzen Geschichte heißt Auralisation. Und zwar können wir den Raum im Vorfeld hörbar machen. Wir können verschiedene Varianten untersuchen und hörbar machen, wie sich das Ganze dann im Endzustand, im gebauten Zustand anhört. Also nachdem wir die Planung abgeschlossen haben, war natürlich die Herausforderung, wie bringen wir dieses komplexe Modell auf die Baustelle. Und da haben wir in Zusammenarbeit mit den Robotikern an der ETH Zürich ein System entwickelt, das uns erlaubt, diese digitalen Klötze physikalisch abzulegen. Mein Werkzeug hier ist einfach ein Controller. Da sind die Befehle hinterlegt, die ich auswählen kann. Das Ganze ist kombiniert mit einer Kamera, um die Realität einzufangen und einfach mit dem digitalen Design abzugleichen. Und dann haben wir noch einen Bewegungssensor. Im Vergleich zu konventionellen Projekten war hier einfach das Spannende, dass man gewisse Schnittstellen einfach gar nicht mehr hatte mit Planausgabe, mit gedruckten Plänen, mit viel Einmessarbeiten auf der Baustelle, sondern es ging direkt vom digitalen Modell hier auf unser Augmented Reality Werkzeug. Es ist für mich jedes Mal, wenn ich herkomme, auch eine Riesenfreude zu sehen, dass da noch mehr Reihen da sind, dass die Wand langsam ein Gesicht bekommt, Formen annimmt und auch wie schön dass die Zusammenarbeit, die Teamarbeit ist, wie das alles klappt.